Warum ist die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten ein äußerst gefährlicher Ort? Welche Lebensgefahren birgt das illegale Überqueren dieser Grenze? Was passiert mit Menschen, die in die Hände von Kartellen in der Grenzregion geraten? Antworten auf diese und viele andere Fragen erfahren Sie in diesem Video. Heute werde ich Ihnen von vielen Schrecken erzählen, denen illegale Migranten begegnen. Die Schwierigkeiten der Immigration. Das Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der schönste Traum für viele Menschen auf unserem Planeten. Die Menschen suchen dort nach Perspektiven, Freiheit und der Erfüllung ihrer Wünsche nach einem neuen Leben. Aber nicht jeder ist bereit, den langen Prozess der Erlangung eines amerikanischen Visums zu durchlaufen. Einige suchen nach dem einfachstmöglichen Weg, um in dieses Land zu gelangen. Viele Menschen kaufen in Mexiko ein Auto mit amerikanischen Nummernschildern und überqueren damit die Grenze zu den Staaten, um dort politisches Asyl zu beantragen. Oft kann man genau solche Geschichten im Internet finden. Aber ist wirklich alles so einfach, wie es uns gezeigt wird? Im Grunde genommen ist die Grenzüberquerung nur ein Mittel, um in Amerika zu sein und nicht Teil des Einwanderungsprozesses. Um in diesem Land politisches Asyl zu erhalten, muss man sehr viel tun. Zum Beispiel muss man einen Einwanderungsanwalt engagieren, der dabei hilft, Beweise zu sammeln, dass einem in der Heimat tatsächlich Gefahr droht. Der Anwalt hilft auch dabei, das notwendige Dokumentenpaket zusammenzustellen. Aber selbst das garantiert nicht, dass es einem beim ersten Mal gelingt, die Grenze zu überqueren. Es kann sein, dass man mehrere solcher Versuche unternehmen muss, was enormen Stress und finanzielle Ausgaben mit sich bringt. Aber selbst die finanziellen Ausgaben verblassen im Vergleich dazu, dass die Überquerung der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten illegal ist. Jedes illegale Eindringen in Amerika birgt ein Risiko. Eine Person kann festgenommen und abgeschoben werden, wobei ihr die Einreise in die Staaten in der Zukunft verboten wird. Natürlich hat jeder Mensch, der in den Vereinigten Staaten leben möchte, eine Wahl. Sie können nicht nur illegal, sondern auch auf legalem Wege in das Land gelangen. Aber um sich legal im Land aufzuhalten, braucht man viel Geld, Verbindungen und einen wichtigen Grund. Und bei weitem nicht jeder Mensch hat all das oben genannte. Und einige werden aus Mexiko nach Amerika schlichtweg durch Not getrieben. Die gefährlichste Grenze. Der gefährlichste Landmigrationsweg der Welt gilt als die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika. Hunderte von Menschen verschwinden dort spurlos oder kommen ums Leben. Statistiken zeigen, dass etwa 700 Menschen pro Jahr auf die eine oder andere Weise für immer verschwinden, wenn sie versuchen, diese Grenze zu überqueren. Aber die Zahl der Opfer ist wahrscheinlich viel höher. Von vielen Vermissten oder Todesfällen gibt es einfach niemanden, der berichten könnte. Diese Statistik umfasst auch nicht die Daten der Gerichtsmediziner des texanischen Grenzbezirks und die Daten der mexikanischen Rettungskräfte. Diese Anzahl an Opfern ist darauf zurückzuführen, dass sich viele Menschen einfach nicht leisten können, die Grenze legal zu überqueren. Deshalb wählen sie nicht den sichersten, aber den schnellsten Weg, um nach Amerika zu gelangen. Weil die Grenzregion eher einer endlosen Wüste ähnelt, in der nur einige Büsche wachsen. Der Boden hier besteht aus Canyons und Hügeln, die ständig der prallen Sonne ausgesetzt sind. Menschen, die auf dem Weg zur Grenze durch dieses Gebiet ziehen, werden im Sommer Opfer von Hitzschlag oder im Winter von Unterkühlung. Am häufigsten werden Menschen Opfer der Sonora- und Chihuahua-Wüsten. In der Grenzregion gibt es oft Patrouillen. Und wenn ein illegaler Migrant von ihnen erwischt wird, wird er abgeschoben. Dies zieht keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich, wenn der Migrant keine Verbrechen begangen hat, aber die Einreise in die USA wird dieser Person verwehrt. Aber die Abschiebung ist nur das halbe Problem. Grenzbeamte dürfen im äußersten Notfall Waffen einsetzen. Und meistens wird diese Regel natürlich eingehalten. Aber im Leben ist alles nicht so einfach wie in den Regelwerken. Manchmal sterben unschuldige Migranten genau durch diese Waffen. Man sollte jedoch nicht denken, dass, weil böse Grenzbeamte Unschuldige töten, man verstehen muss, dass jährlich hunderte Tonnen verbotener Substanzen über diese Grenze in die USA gelangen. Und sie werden bei weitem nicht von den unschuldigsten Menschen geliefert, die in den Staaten Arbeit suchen. Neben den schrecklichen Wetterbedingungen gibt es in der Grenzregion viele kriminelle Elemente, was sie noch gefährlicher macht. In diesem Gebiet operieren viele Drogenkartelle, die gleichzeitig gegen zwei Staaten kämpfen, und ein unschuldiger Mensch kann zufällig in eine Schießerei oder Verfolgungsjagd geraten und so ums Leben kommen. Darüber hinaus arbeiten in der Grenzregion sogenannte Kojoten, Menschen, die beim Grenzübertritt helfen. Allerdings erledigen sie ihre Arbeit nicht immer gewissenhaft. Einige Kojoten nehmen zunächst Geld von den Menschen, die die Grenze überqueren wollen, und verkaufen dann während des langen und beschwerlichen Weges einige ihrer Schützlinge in die Sklaverei. Schmuggler können auch einfach eine ganze Gruppe von Menschen, die sie über die Grenze bringen sollten, im Stich lassen. Darüber hinaus können Kojoten ahnungslose Migranten auch an Kartelle verkaufen. Das ist für sie ein ziemlich lukratives Geschäft. Für eine Person kann ein Kojote zwischen 500 und 20.000 Dollar erhalten. Alles hängt von den Fähigkeiten, der Gesundheit und dem sozialen Status der menschlichen Ware ab.
Wenn die Person nicht wohlhabend ist, wird sie ihr ganzes restliches Leben zum Wohle des Kartells arbeiten. Wenn er jedoch aus einer wohlhabenden Familie stammt, wird ein Lösegeld von den Verwandten verlangt. Im Verhandlungsgeschick sind die Kartelle unübertroffen. Im Laufe der Jahre in diesem Geschäft haben sie genug Erfahrung gesammelt, um solche Geschäfte zu ihrem Vorteil abzuschließen. Und ihre Argumente sind ziemlich überzeugend. Sie schicken den Verwandten des Gefangenen Körperteile und Videoaufnahmen des Abtrennungsprozesses. Auch in ihrer Grausamkeit sind die Kartelle unübertroffen. Wenn für eine Person kein Geld bezahlt wird, wird mit ihr vor den Augen anderer Gefangener brutal umgegangen. Und das, was danach passiert, ist sogar zu schrecklich, um es zu erzählen. Aber das ist noch nicht alles. Eine nicht geringere Gefahr stellt der Kult Sonata Muerte dar. Die Vertreter dieses Todeskults zeichnen sich durch besondere Grausamkeit aus. Sie praktizieren Opferungen und viele andere blutige Rituale. Und oft sind Migranten die Hauptfiguren in diesen Ritualen, die ihnen verkauft wurden oder die ihnen durch eigenes Pech in die Hände gefallen sind. Viele, die es geschafft haben, aus den schrecklichsten Situationen an der Grenze zu entkommen, erzählen ihre Geschichten. Und einige davon sind wirklich beunruhigend. Entführte. Ein wahrhaft schreckliches Schicksal erwartet denjenigen, der in die Hände der Kartelle fällt. Diese Menschen werden unter schrecklichen Bedingungen gehalten. Jeder Tag ihres Daseins im Lager der Kartelle ist erfüllt von Angst, Druck und der Erwartung einer baldigen Hinrichtung. Darüber hinaus sind die Gefangenen gezwungen, mit anzusehen, wie Banditen diejenigen hinrichten, für die die Angehörigen nicht zahlen konnten. Ein Augenzeuge einer solchen Hinrichtung erzählte, wie vor seinen Augen eine ganze Familie zerstückelt wurde. Sie wurden getötet, weil das Geld für ihr Lösegeld wurde nie ausgezahlt. Das Einzige, was ein Augenzeuge tun könnte, in diesem Moment tun konnte, war, die Augen und Ohren seiner kleinen Tochter zu bedecken, damit das Kind sich später nicht an diesen Albtraum erinnert. Doch die weiteren Ereignisse sind noch schockierender. Nachdem mit den Unglücklichen Schluss gemacht wurde, bereiteten die Kartellkämpfer ihre Körper auf einem Scheiterhaufen zu und zwangen die anderen Gefangenen, alles zu essen. Diejenigen, die sich weigerten, erwartete der Tod. Ein anderer Gefangener erzählte, dass er in die Hände des Kartells geraten war. Um einem traurigen Schicksal zu entgehen, gab der Junge einen erfundenen Namen an. Während die Banditen versuchten, seine Seite in den sozialen Netzwerken zu finden, betete der Junge, dass sie nicht auf ein Foto mit seinem Onkel stoßen würden. Auf dem Foto war der junge Mann mit seinem nahen Verwandten und dessen Auto abgebildet. Wenn die Kartellmitglieder so etwas sahen, konnten sie sofort ein Lösegeld verlangen, denn die Verwandten haben etwas zu verkaufen, um das Familienmitglied zu retten. Aber für den Jungen endete alles nicht so schlecht. Die Banditen konnten nicht entdecken sein Profil und der Migrant selbst hatte nichts, was man ihm abnehmen konnte. Dann zogen sie ihn nackt aus und jagten ihn aus dem Lager. Der junge Mann wurde gewarnt, dass, wenn er ihnen noch einmal in die Hände fällt, er getötet wird. Und um sicherzustellen, dass man den Gefangenen mit niemand anderem verwechselt, schnitten sie spezielle Zeichen in seine Hände und Füße. Der Junge hatte großes Glück, nach Hause zurückzukehren, ohne in die Hände eines anderen Kartells oder Todeskults zu geraten. Seitdem unternahm er keine weiteren Versuche, die Grenze zu überqueren, denn er erinnert sich an die Warnung, die ihm gegeben wurde. Es gibt viele Fälle, in denen Menschen, die gerade erst in einem Lager die Freiheit erlangt hatten, sofort in Ninoy Setendir, ein anderes Lager kamen und dort wurde von ihren Verwandten erneut Lösegeld verlangt. Die Geschichte konnte sich mehrmals im Kreis wiederholen. Das traurigste Schicksal für die Entführten bleibt das, geraten in die Hände von Santa Muerte. Von dort ist noch niemand lebend herausgekommen. Kürzlich wurde ein Fall bekannt, bei dem in Mexiko eine Moskauerin verschwand. Vor ihrem Verschwinden konnte sie ihren Verwandten noch mitteilen, dass ein Auto des Kartells sie verfolgte. Obwohl das Mädchen nicht einmal versuchte, die Grenze zu überqueren, befand sie sich einfach in einer Grenzstadt, in der die Kriminalitätsrate extrem hoch ist. Mitglieder des Kartells nahmen das Auto des Mädchens, setzten alle ihre Mitfahrer aus und nahmen die Moskauerin mit. Später nahm das Mädchen Kontakt mit ihrem Ehemann auf und bat ihn, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Seitdem hat das Mädchen noch mehrere Male Kontakt aufgenommen und um Geld gebeten. Immer wieder. Der Mann schickt jedes Mal das Lösegeld und hofft, dass seine Frau freigelassen wird. Aber er sitzt nicht untätig herum. Um seiner Frau zu helfen, wandte sich der Mann an die Botschaft Russlands. Von dort wurde sein Anliegen an die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Tamaulipas weitergeleitet, wo man versprach, ein Suchteam zusammenzustellen und seine Frau in die Heimat zurückzubringen. Das Mädchen wurde nach 2 Tagen gefunden und befreit. Das Mädchen erzählte, dass die Banditen ihr hartnäckig verbotene Substanzen anboten. Als sie ablehnte, fragten sie, ob sie jemals Operationen durchgeführt bekommen habe. Nach Zayom, ihrer negativen Antwort, boten sie ihr an, einige durchzuführen. Dann wurde die Entführte erzählte, dass sie ihnen Geld beschaffen könnte. Auch wenn sie selbst keines hat, würden ihr Mann oder ihre Freunde es sicherlich überweisen. Die Banditen stimmten zu. Als sie das benötigte, Summe erhielten, versprachen sie, das Mädchen freizulassen. Aber die Polizei fand die Entführer früher. Später fand das Mädchen heraus, dass die Kartelle speziell anboten, Drogen anbieten. Wenn der Entführte sie konsumiert, schuldet er dem Kartell eine enorme Summe, die er dann zurückgeben muss oder abarbeiten muss. Und wenn er sich weigert, wird er zu Tode gefoltert. Diejenigen, die mehr Glück hatten,
Ein Mädchen erzählte, wie sie aus Liebe die Grenze für ihren Geliebten überquerte. Das Mädchen, nennen wir sie Maria, lernte ihren mexikanischen Auserwählten in den Staaten noch während ihres Studiums. Doch die Studienzeit ging zu Ende und sie kehrte in ihre Heimat zurück. Ihr Auserwählter, der zu dieser Zeit illegal im Land war, reiste nach Mexiko. Aber die Liebe erwies sich als stärker als die Hindernisse. Maria entschied, dass ihr die Liebe am wichtigsten ist und machte sich auf den Weg zu ihrem Geliebten. Doch in Mexiko lebten sie nicht lange, da ihr Freund die Grenze zu Amerika bereits früher überquert hatte. Maria vertraute ihm und sie machten sich auf den Weg. Für die Grenzüberquerung zahlte das Paar $11.000. Das Geld für die Überquerung wurde in Raten gezahlt. Während der gesamten Reise stand das Mädchen in Kontakt mit einer Vertrauensperson, die die notwendige Summe an den Kojoten überwies. Den Großteil der Bezahlung leisteten sie erst auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten. Bargeld bei sich zu haben, war nicht erlaubt. Migranten konnten einfach ausgeraubt und mitten auf dem Weg ihrem Schicksal überlassen werden. Während der Überquerung wurden sie immer von verschiedenen Personen begleitet, die sich an bestimmten Punkten der Route ablösten. Als es an der Zeit war, diese gefährliche Mission zu beginnen, kamen Maria und ihr Verlobter an den vereinbarten Ort. Es war das Ufer des Rio Grande. Dort versammelten sich noch einige der Frau unbekannte Personen, die ebenfalls die Grenze überqueren wollten. Der Coyote blies währenddessen ein ganz normales Boot auf. Als alles bereit war, luden die Migranten ihre Sachen auf das Boot und fuhren los. Sie ruderten alle zusammen, um schnell auf die andere Seite zu gelangen. Das Wetter war so schön, dass das Mädchen für einen Moment vergaß, dass sie gleich illegal die Grenze überqueren würden. Sobald das Boot das andere Ufer erreichte, gaben die Kojoten allen Anwesenden Anweisungen. Danach mussten sie 1,5 Meilen durch Felder und Wälder rennen. Es war verboten, anzuhalten oder denen zu helfen, die zum Beispiel gestürzt sind. Die zukünftigen Migranten wurden gewarnt, dass, wenn jemand zurückbleibt, niemand zurückkommen wird, um sie zu holen. Diese kleine Gruppe rannte durch viele Farmen, deren Besitzern bezahlt wurde, damit sie den Läufern keine Beachtung schenken. Ihr Weg endete an einer Straße, wo bereits ein Auto auf sie wartete. Maria und ihr Verlobter wurden zu einem Haus einer Unterstützerin gebracht, eines Todeskults gebracht, wo sie eine ganze Woche verbrachten. Entgegen Marias Erwartungen war die Hausherrin sehr freundlich und verständnisvoll. Als das Mädchen sich darüber beschwerte, dass sie die Statue der Heiligen des Todes erschreckte, deckte die Frau sie freundlicherweise mit einem Laken ab, und später erlaubte sie Maria sogar, in ein anderes Zimmer umzuziehen. Nach einer Woche Erholung sollten Maria und ihr Geliebter weitergebracht werden, mit dem Auto über die Grenze. Das war der gefährlichste Teil ihrer Reise. An der Grenze der Länder gibt es alle 30 Meilen Kontrollpunkte, an denen die Dokumente von allen ohne Ausnahme überprüft werden. Der Fahrer ihres Autos war ein sehr netter Großvater, den Maria sogar bedauerte. Sie dachte, dass dieser freundliche alte Mann sicherlich Geld brauchte, sonst würde er nicht in einem solchen Bereich arbeiten. Aber das Aussehen kann sehr trügerisch sein. Das Paar befand sich in einem Auto mit dem Anführer aller Schleuser, was das Mädchen überraschte. Schließlich haben Maria und ihr zukünftiger Ehemann erfolgreich die Grenze überquert und lebten mehrere glückliche Jahre in den Vereinigten Staaten. Sie heirateten und fanden Arbeit, aber bald wurde der Ehemann des Mädchens deportiert und sie ging nach Mexiko, zusammen mit ihm. Diejenigen, die weniger Glück hatten. Viele Migranten überqueren die Grenze erfolgreich oder kehren lebend nach Hause zurück. Jedoch verlieren viele Unglückliche ihr Leben und ihre Freiheit im Streben nach einem Traum. Ein bekannter Fall ist, als 10 Menschen starben beim Versuch, den Rio Grande zu überqueren. Die Migranten mit einem Boot den Fluss überquerten, aber nach dem Hochwasser durch Regen war die Strömung zu stark, der Fluss erwies sich als übermäßig tief und die Menschen konnten einfach nicht schwimmen. Eine Mutter mit 2 Kindern versuchte, die Grenze in der Nähe des Shelby Parks in Whitmer Pass zu überqueren. Dort finden illegale Einwanderer oft ihren Weg nach Amerika. Aber die Strömung im Fluss, den die Frau überquerte, war stark. Sie drohte zu ertrinken und rief um Hilfe, aber niemand kam. Amerikanischen Soldaten, die ihre Schreie hörten, wurde verboten, denjenigen zu helfen, die versuchten, die Grenze illegal zu überqueren, selbst in Notfällen. So kam die Frau zusammen mit ihren Kindern ums Leben. Noch eine andere Gruppe von Menschen hatte ebenfalls kein Glück. Auf den Straßen der Vereinigten Staaten wurde ein Lastwagen gefunden, aus dessen Laderaum Hilferufe zu hören waren. Der Mann, der die schreckliche Entdeckung machte, öffnete vorsichtig die Tür. Was er im Inneren sah, wird ihn in Albträumen verfolgen. Der Laderaum des Fahrzeugs war mit Leichen und kaum lebenden Menschen gefüllt. Der Mann rief den Rettungsdienst und den Ärzten gelang es, 16 Verletzte zu retten. Die restlichen 46 Personen waren bereits tot. Alle Menschen im Lastwagen waren illegale Migranten, die über die Grenze gebracht worden waren. Der Absetzpunkt war jedoch zu weit entfernt und die Temperatur im Lastwagen war doppelt so hoch wie die Körpertemperatur eines Menschen. Denn aufgrund dessen erlitten fast alle Passagiere einen Hitzschlag und starben. Der Fahrer des Lastwagens, als er dieses schreckliche Bild sah, floh einfach und ließ die Überlebenden ihrem Schicksal überlassen. In den folgenden Tagen stieg die Zahl der Todesopfer.
auf 53 Personen an. Es sind Fälle bekannt, in denen Menschen in Räumen mit Essen und Wasser waren, wo sie Hilfe erhalten konnten, aber der Tod fand sie dort. So war es in dem Fall, als amerikanische Grenzbeamte eine Gruppe von Migranten festnahmen und sie in ein temporäres Aufnahmezentrum brachten. Unter den Migranten war ein Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt war. Sie starb einige Stunden nach der Festnahme. Der Grund war ein Schock aufgrund von Hunger und starker Dehydrierung. Der Vater des Mädchens behauptete, dass sie gesund war, bevor sie in das Aufnahmezentrum kam. Er hat sogar Dokumente, die belegen, dass die medizinische Untersuchung des Kindes ohne Probleme verlief. Auch klagte sie nicht über ihr Befinden. Doch innerhalb von 2 Tagen im temporären Aufnahmezentrum verschlechterte sich der Zustand des Kindes vollständig. Die Grenzbeamten sagen ihrerseits, dass die illegalen Zugang zu Essen und Wasser und der Vater erlaubte nicht, dass das Mädchen von einem Arzt untersucht wurde. Der Zustand des Mädchens verschlechterte sich erst am Ende des 2. Tages drastisch. Das bedeutet, dass das Mädchen nicht durch ihre Schuld sterben konnte. Die illegale Grenzüberquerung ist ein ernstes Problem, das sowohl die nationale Sicherheit als auch die Menschenrechte betrifft. Solche Handlungen führen oft zu tragischen Konsequenzen, einschließlich Verletzungen oder sogar dem Tod von Menschen. Es ist wichtig, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Risiken im Zusammenhang mit illegalen Grenzübertritten zu schärfen und den Schutz der Rechte derjenigen zu gewährleisten, die Asyl suchen oder bessere Lebensbedingungen anstreben. Lassen Sie uns daran denken, dass hinter jeder Zahl eine Geschichte steht. Passen Sie auf sich auf und seien Sie vorsichtig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.